Ja, also meine künstlerische Praxis ist meistens kollaborativ. Das heißt, ich finde, jetzt haben wir hier auch schon wieder ein wahnsinnig spannendes Setting. Und genau, ich arbeite gern mit anderen Personen zusammen und meistens geht es um bestimmte Situationen, die bearbeitet werden wollen. Das heißt, das kann unser eigenes Befinden sein, das kann aber auch sein, dass wir Zusammenschlüsse in der Stadt, in unserem Wohnraum, im Museum, in einer Ausstellungssituation suchen und damit dann anfangen zu arbeiten. Es ist sozusagen eine Gemeinschaftsarbeit, die meistens in meiner künstlerischen Arbeit entsteht und die findet dann auch die Öffentlichkeit, indem der Prozess der Produktion auch schon mit Teilhabe gestaltet wird. Also so diese Idee, dass die Produktion Teil auch der Ausstellungssituation werden kann, ist dem einbegriffen. So. Und ich arbeite an der Schnittstelle von Kunst, Politik und Bildung. Ich habe die letzten 14 Jahre in Barcelona gelebt. Mich hat in Barcelona ganz besonders interessiert der Zusammenschluss von sozialer Bewegung und KünstlerInnen. Das heißt, es war genau zu der Wirtschaftskrise, in der die Probleme zum Wohnraum viele auf die Straße gebracht haben. Das war allerdings gar nicht so klar, dass die Leute auf die Straße gehen, sondern es musste erstmal so eine Art Bewusstsein geschaffen werden, dass man mit diesem Problem nicht alleine dasteht. Und da ging es darum, künstlerisch zu intervenieren und ja, die Kunst viele zu werden, also sozusagen genau Kommunikationsformen zu produzieren, in denen sich andere aus ihrer eigenen Problematik in Bewegung setzen. Und da haben wir im Nachhinein also die Recht auf Stadtbewegung hatte 2006 in Barcelona ihren Höhepunkt. Und im Anschluss haben wir ein KünstlerInnen-Kollektiv gegründet, das genau an dieser Schnittstelle von politischer Aktion, Kunst und auch den neuen Kommunikationstechnologien arbeitet und immer in Zusammenhang mit den sozialen Bewegungen. Also insbesondere, wer sie kennt, die PA, die Plattform der Geschädigten von Hypotheken. Wir haben im Grunde immer den Zusammenschluss zu anderen, wie man im klassischen Sinne sagt, betroffenen Gruppen gesucht, weil zum einen betraf es uns selber als prekarisierte KünstlerInnen, die in einer Stadt leben, die viel zu teuer ist, und im selben Moment war unser Anliegen, daraus eine gemeinsame Sache zu machen. Also nicht nur von uns ausgehend als Künstlerinnen. Das ist auch ein ganz spannender Aspekt in der künstlerischen Arbeit, wenn man zusammenarbeitet. Man muss erstmal die Egos runtersetzen, damit man überhaupt zusammenkommt. Weil ein großes Problem, finde ich, ist das KünstlerInnen-Ego, was eigentlich immer auch sehr isolierend ist und nicht Teilhabe fördert. Genau. Also, eine von den Fragen, die mich interessiert, ist, was animiert uns? Und jetzt gehe ich nochmal in der Timeline ein Stück weit zurück zu denjenigen, die gerade erst anfangen, sich auszudrücken, nämlich Kinder. Ich habe in einem Projekt der künstlerischen Filmvermittlung gearbeitet und habe dort insbesondere mit dem Animationsfilm und Kindern gearbeitet, weil das wirklich tatsächlich die ersten bewegten Bilder sind, die Welt für Kinder repräsentieren und natürlich auch ganz bestimmte, wie ich finde, sehr dominante Erzählstrukturen schon vorgegeben sind. Und für mich war das immer ein Anliegen, nach anderen künstlerischen Erzählstrukturen zu suchen und das gemeinsam mit Kindern zu erarbeiten, weil da sind im Grunde die Basics von dem, was so ein vielleicht auch audiovisuelles Vokabular in uns weiterlebt, die Stereotypen, die Konditionierung in bestimmten Bahnen zu denken, das ist alles vielleicht in solchen
Geschichten auch schon angelegt. Und genau, also was animiert uns und was setzt uns dann auch in Bewegung? Also für mich kommt da ganz viel auch vom Film. Und in dieser künstlerischen Filmvermittlung ging es darum, gemeinsam neue Formen der Geschichten zu erfinden. Also, wir sind ja jetzt hier in der Klasse Grundschule. 3 Begriffe, die mit einem Unterstrich verbunden sind. Und um die Begriffe geht es auch. Also, wir sitzen ja jetzt hier so in so einem Assembly-Format auf dem Boden. Das habe ich übrigens auch einfach jetzt so aus Barcelona importiert. Wir haben uns sehr viel einfach auf den Boden gesetzt im öffentlichen Raum. Man hat sich getroffen, in große Kreise gesetzt. Dann kam ja auch die große Bewegung der besetzten Plätze und Occupy. Das ist eine Form, wirklich erstmal bei den Basics anzufangen. Wir sind hier, wir setzen uns auf den Grund, der erstmal auch uns alle auf eine Ebene bringt. So. Und ja, der Kreisform ist einfach auch eine sehr demokratische Form des sich Begegnens. Und genau, also wir sind hier in unserer Klasse und ich würde mich freuen natürlich, wenn wir sozusagen eine Gruppe werden, die gemeinschaftlich was auf die Beine stellt. So. Das hängt und steht von den Studierenden ab. Was wir wollen, müssen wir vielleicht auch erstmal rausfinden. Es geht darum, diese Räume, die jetzt noch sehr leer sind, einzurichten, zu bespielen, gemeinschaftlich, einzeln. Also jeder kann im Grunde in dieser Gruppensituation auch seinen Platz finden. Ja, also ich glaube, es ist erstmal ein Zusammenfinden und sich einrichten. Ja. Wir haben ja hier diese Chroma-Key-Sitzkissen, die, wenn man sie, das wisst ihr ja, wenn man sie im Film in der Postproduktion bearbeitet und wenn man dieses Grün isoliert, selektiert, dann kann man dann eine andere Farbe einsetzen. Und legt man sie so auf den Boden und schwarz einsetzt, dann haben wir da Löcher. Dann haben wir lauter Löcher im Boden. Und ich mag sehr gerne Fragen stellen und ich finde, wir können so ein bisschen die Realität löchern. Das könnte sowas sein, was die Studierenden vielleicht mitbringen können, Fragen. Also wir wollen so ein bisschen die Realität löchern mit Fragen. Ja, es geht ja praktisch darum, für die Kunstpädagogik hier an der HFBK einen neuen Handlungsraum zu bilden. Und mit der Kollegin Frau Dr. Nora Sternfeld sind angeplant die Wartenau-Versammlung. Das ist eine öffentliche Veranstaltungsreihe, zu der wir Akteurinnen aus Kunst, Bildung, Forschung und dem Aktivismus einladen, um gemeinsam in diesem Handlungsraum handlungsfähig zu werden. Also es soll sozusagen, also wie die Versammlung schon sagt, es sollen ganz viele unterschiedliche Stimmen zusammenkommen. Das sind Positionen, das sind Meinungen, das sind Auseinandersetzungen, die in diesen Bereichen stattfinden. Und die wollen wir hier in diesen Räumen versammeln, genau. Ja. Ja, zum einen ist es tatsächlich ein Wiedersehen mit der HFBK und dem Gebäude und ganz vieles ist vertraut und ganz vieles ist fremd. Es ist so eine ganz merkwürdige Mischung und ich staune, mit großem Interesse beobachte ich die Errungenschaften der Zwischenzeit. Es sind ja nun wirklich 25 Jahre vergangen und also jetzt bin ich in einer ganz anderen Situation, in einer ganz anderen Position und weiß natürlich auch, was ich alles anders und besser machen wollen würde. Aber wir sind auch in einer anderen Zeit. Und ich hoffe eigentlich, dass mir die Studierenden helfen dabei, in ihrer Zeit anzukommen, genauso wie damals. Und das ist vielleicht so was, wo ich sagen würde, das finde ich, das können wir besser machen. Ich hatte damals immer das Gefühl, dass die ProfessorInnen gar nicht so genau wussten, wo wir stehen. So. Es waren so halt auch sehr viele aus den 68ern.
also meine Elterngeneration. Und ich hatte immer den Eindruck, die bewegt so ganz andere Geschichten als uns jetzt, als die Neuanfangenden. Und ja, also das ist wirklich so etwas, was mich interessieren würde, komplett anders zu machen. Also viel mehr auch, deswegen auch diese Betonung auf Gruppenarbeit oder gemeinschaftlich was auf die Beine zu stellen, ist, sich auszutauschen und auch eben generationsübergreifend und länderübergreifend zu arbeiten. Ja, das Tolle ist natürlich, dass wir hier eine künstlerische Klasse haben für die Studierenden auf Grundschullehramt in der Kunstpädagogik. Das heißt, wir sind im Grundjahr und in den Atelierjahren danach zusammen. Es ist eine große Chance für uns, innerhalb der 3 Jahre ganz viel zusammen zu machen.